Herzlich willkommen. Hier mal ein kleiner Hinweis auf das, was du in Wahrheit bist. Erinnere dich an eine Situation, als du klein warst, vielleicht ein kleines Kind. Und vielleicht schließt du dafür ein paar Sekunden deine Augen. Das kannst du aber handhaben, wie du willst. Also, versetz dich in die Situation, als du klein warst, vielleicht 4 oder 5 Jahre alt und vielleicht warst du draußen. Du warst ganz eins mit dir, hast gespielt, vielleicht im Sandkasten oder auf der Wiese oder in deinem Zimmer, sonst wo, und du fühltest dich sicher und ganz eins. Versetz dich einmal kurz da hinein. Du kannst das, denn du bist ein kreatives Wesen. Okay, wunderbar. Egal, was da an Bildern hochgekommen ist, alles ist okay. Und nun geh weiter in deine Jugendzeit. Stell dir also wieder vor, dass du ein jugendlicher Mensch bist, irgendwo vielleicht zwischen 14 und 18 Jahre alt. Und auch da stell dir eine Situation vor, wo du eins mit dir warst, ruhig, vielleicht für dich oder mit anderen zusammen, das spielt keine Rolle. Eine Situation, wo du irgendwas getan hast, wo es ganz sicher war und friedlich. Wie auch immer. Alles, was hochkommt, stimmt. Sehr schön. Und nun erinnere dich an die Erwachsenenzeit. Vielleicht das Jetzt oder eine kurze Zeit vorher. Erinnere dich an eine Situation, als du auch da bei dir warst, friedlich, wie auch immer. Du weißt ja, worauf ich hinaus will. Stell das richtig bildhaft vor, so gut du kannst. Fühle es förmlich. Wunderbar. Obwohl sich offensichtlich dein Körper vollkommen verwandelt hat, gibt es doch eine Sache, die immer gleich geblieben ist. Du warst früher also ein kleines Kind, dann haben sich vielleicht auch die Umweltsituationen verändert, vielleicht was in deiner Familie, seid ihr umgezogen, irgendwas, dann warst du jugendlich und nun bist du erwachsen. Doch es gibt eine Sache, die war immer genau gleich. Fühle mal hinein, ob du weißt, worauf ich hinaus will. Die eine Sache, die immer gleich geblieben ist das Gefühl deiner eigenen Anwesenheit, das Gefühl von Ich bin. Es war und ist immer im Hintergrund deiner Existenz. Es ist egal, ob du 4 Jahre alt bist, 14 Jahre alt oder 40 Jahre alt, es ist immer da. In jeder Situation, an die du dich zurückerinnern kannst, war ein Gefühl davon, ja, ich lebe, ich existiere. Das war vielleicht friedlicher und nicht so laut wie deine Gedanken, doch im Hintergrund ist es immer vorhanden. Spüre mal hin, ob du rausfinden kannst, wovon ich spreche. Vielleicht hast du es gefunden, das Gefühl deiner eigenen Anwesenheit, das sogenannte Ich bin. Das bist du. Das ist auch der Grund dafür, dass wenn wir alte Bekannte wiedersehen oder tanzen gehen, dass wir denken, Mensch, was sehen die alle alt aus? Ich fühle mich noch total jung, vielleicht 20 oder maximal 25 Jahre alt, doch der Spiegel sagt was anderes. Daher kommt das, weil das, was du in Wahrheit bist, alterslos ist. Es ist zeitlos. Das ist deine wahre Essenz, dein wahres Wesen, dein wahrer Kern. Und zu dieser Übung, die du hoffentlich nachempfinden konntest, füge ich noch eine sehr wichtige Sache hinzu. Ich möchte dir noch einen irrläufigen Gedanken wegnehmen, nämlich den, Tod ist das Gegenteil von Leben. Das ist falsch. Tod und Leben
sind kein Gegensatzpaar. Tod ist das Gegenteil von Geburt. Die gehören zusammen. Die Geburt der Form und der Tod der Form. Stell dir den Ozean vor. Der Ozean, das ist nur ein Gleichnis, ist das eine zeitlose, unsterbliche Leben, das du bist. Und der Ozean wirft oder kreiert eine Welle. Sie steigt hoch. Für 20, 30, 40, 50, keine Ahnung, wie lange Jahre. Der Ozean gebiert die Welle wird geboren und die Welle stirbt wieder. Die Welle geht wieder weg, sie wird flach und du bleibst immer das eine Ozeanwasser. Die Illusion lautet aber, das Spiel lautet, ich, der Ozean, verstecke mich in einer möglichst komplexen Wellenform, also Menschenform, das ist ja nur ein Gleichnis mit der Welle, verliere mich darin, vergesse, was ich in Wahrheit bin, glaube an die äußerst komplexen Gedankenformen, die ich selbst kreiert habe, an die Schwierigkeiten des Lebens, halte mich für sie, also für die Gedanken und die Situation und die dazugehörigen Empfindungen, Emotionen und Gefühle, und dann weiß ich nicht mehr, was ich bin. Und mit Glück finde ich da wieder heraus. Es gibt natürlich diesen Not-Exit, nämlich dann, wenn der Körper stirbt, dann weißt du wieder, was du bist. Zumindest, wenn du diese Worte gehört hast. Das Leben erschafft Geburt und Tod. Also ist der Tod nicht das Ende von irgendwas, das ist höchstens das Ende der Welle, aber nicht das Ende von dir. Ich hoffe, du hast verstanden oder erfasst, erkannt, wovon hier gesprochen wird. Du bist das zeitlose Ich Bin, alterslos, Kindheit, Jugend, Erwachsen, Dasein, und du bist das Leben. Das ist dasselbe. Herzlichen Glückwunsch. Im Grunde ist es ganz einfach.